Sehr gut, jetzt haben wir die magische Minute. Der Arzt, wir sind jetzt gerade hier in Zürich, es geht jeden Moment los. Wir werden jetzt von Zürich nach Ligurien fahren und das wird ein Space werden, den wir da kreieren, der einfach inspirierend sein wird und im Endeffekt für Künstler, die was erschaffen möchten, die gehen dann dahin, können den Space mieten, sich inspirieren lassen von ihren Surroundings und gleichzeitig ihre Kunst kreieren. So ein bisschen das, was wir jetzt davor haben. In Italien natürlich auch. Pizza essen. Wir sind jetzt wieder viel zu spät dran. The best things passieren immer im letzten Moment. Let's go! Wir haben es geschafft. Wir sind im Zug. Da war gerade so eine Situation, wo so eine Frau gesagt hat, ey, das passt bloß auf, die klauen eure Sachen weg. Take care of your things there. They're gonna steal everything. Ja, alles klar. Wo wir da aufgenommen haben, gerade den ersten Teil. Und ja, es passiert natürlich immer wieder, dass irgendwie solche Sachen passieren. Aber die Frage ist dann natürlich, was macht man damit, oder? Nehme ich die jetzt mit mir mit in meinen Alltag? Also ist da so ein Widerhall in meinem Kopf die ganze Zeit? Oder hört man's und lässt los? Ja, hat nichts mit mir zu tun. Die hat wahrscheinlich irgendein Problem und lässt los. Und dann geht es einfach wie durch einen durch und ist gar nicht mehr präsent. Ich glaube, das ist das wichtig, dass man auch gehen lassen kann. Ansonsten, wenn das die ganze Zeit im Kopf widerhallt, dann ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Sache auch Realität wird. In dem Sinne 100% verantwortlich für seine Gedanken, für seine Innenwelt. Ja, und auch wenn das scheint, von außen zu kommen, hat man immer noch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, möchte ich das gehen lassen oder möchte ich das in meiner Innenwelt behalten. Ich persönlich bemale meine Innenwelt aktuell mit Mahalakshmi-Mantras, weil Mahalakshmi ist genial. Abundance, Fluss, das lasse ich gerne den ganzen Tag laufen. They're gonna steal everything. Ja, alles klar. Ja, that's it. Back to Creator Mode. Auf dem Weg nach Milano Centrale. Ich sammle eigentlich gerade die ganze Zeit schon so Ideen, so als Projekt, diesen Space zu kreieren, wo nachher die Vlogs aufgenommen werden, wo dann Gedanken quasi geteilt werden und dass wir dann darüber halt im Kontakt sein können und ja, ein bisschen sprechen können, ein bisschen diskutieren können über verschiedene Kunstwerke, verschiedene Kreativität, wie sie ausgelebt ist, wie es gemacht ist und einfach darüber connecten können, oder? Und jetzt schaue ich mal, ich habe nämlich auch schon die ein oder andere Sache jetzt sogar dabei. Magic Rainbow, ja. Ist zum Beispiel eine Karte, die ist aus Rom. Die hat mir der Rato mitgebracht, als er in Rom war. Hier ist eine Karte aus Bern. Wie ihr seht, der 4 habe steht schon drauf. Hier sind Karten, die ich selber gemacht habe. Genau. Das wäre jetzt hier Hermes, Trismegistus, Götterbote aka Petrus. Hier diese Karte heißt Freunde oder Friends. Diese Karte hier ist Jophiel, ein Erzengel. Und das hier ist Liebe. Und über den Liebenden seht ihr Brahman, wie er auf seinem Lotus reitet. Und hier das Portal. Should I stay or should I go? Hier habe ich Emotionen gemalt. 2 verschiedene, die sich gegenüberstehen. Das ist mit Wachsmalstiften und mit wasserlöslichen Wachsmalstiften gewesen. Und da geht immer recht was ab irgendwie. Ich komme da recht in so einen Tunnel rein, kann richtig abtauchen in dem, was ich da mache.
Während ich das male, weiß ich eigentlich gar nicht, was ich genau mache, aber es fließt einfach. Und das ist dann vielleicht der Flow-Zustand. Der tut einfach gut. Wenn ich da lange drin bin und durchs Malen kann ich da reinkommen und da drin sein. Und ja, fühle mich dann einfach gut und stelle mir keine Fragen, sondern bin wie weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Ich bin dann halt gerade da. Und das, was ich spüre, versuche ich auszudrücken, ohne viel drüber nachzudenken. Ja, und im Nachhinein kommen dann hier irgendwelche solche Sachen heraus. Ja, sieht auch aus wie ein bisschen wie ein Kindergarten. War ja nicht die Absicht, irgendwie unglaublich ästhetische Sache hervorzubringen, sondern ich wollte einfach in diesem Flow sein. Ja? Und dann habe ich aber nachher die Spinne hier gesehen auf dem Bild. Und dann habe ich gedacht, ja, naja, das kann ja nicht sein. Wieso sieht denn die Spinne so abgefuckt aus? Und dann habe ich gedacht, ja gut, das kannst du sicher auch besser. Und dann ist eben diese Spinne hier rausgekommen und die ist viel besser geworden. Da hatte ich wirklich eine Absicht. Ich wollte die Spinne kreieren. Ja? Und hier wollte ich auch, aber mehr so ohne viel Denken und dann sieht es halt so aus. Ne? Mehr so symbolisch, nicht so wirklich realistisch. Die Kamera ist natürlich schon sehr privat. Ne? Mal gucken hier, was haben wir denn da? Ja, sieht aber ganz gut aus. Gedanken, die mir anfangs ja durch den Kopf geschwirrt sind und worauf ich mich jetzt gerne konzentrieren möchte, was ich jetzt gerne angehen möchte als nächstes. Und da habe ich halt diese Mindmap gemacht. Oder? Das sind viele Farben und so und das spricht einfach viel mehr zu mir als einfach links, rechts und Pro-Kontra-Liste quasi, ohne Farbe, geht gar nicht. Und noch mehr Patterns. Einfach sein. Es braucht nicht viel. Und dann nachher dieser Farbklecks drauf ist im Endeffekt und einfach der Protagonist quasi. Ja. Impact Martial Arts, natürlich auch wichtig. Ne? Ab und zu muss man einfach mal auf die Fresse hauen. Dann kommst du auch wieder ein bisschen mehr auf den Boden, oder zumindest ich. Und dann Mensch. Einfach wieder mehr ins Hier und Jetzt. Und nicht nur in diese abgespaceden Dimensionen, wo dann, keine Ahnung, da kann man ja schon mal fliegen in unendliche Welten, keine Ahnung, weil man ein bisschen in Dragon Worlds komplett schwarz oder fluffy oder bis an irgendeinem See oder also wirklich, das sind wirklich unendliche Weiten, die ich da bereisen kann mit meiner Aufmerksamkeit und ich überall hingehen kann. Ja, wo will ich denn überhaupt hin? Das kann einen auch zerstreuen, wenn man da keine festen, geankerten Absichten hat. Kann man da schon mal endlos reisen. Und wenn mir das passiert, dann mache ich einfach gerne so ein Gegenprogramm, wie jetzt zum Beispiel Timeboxen. Eine ganz andere Erdung, ein ganz anderes Körpergefühl. Wie jetzt hier sowas. Ja. Aber beides zusammen macht mich zumindest aus und ich mag beides. Ich mag gerne diese rohe Gewalt, sage ich mal, aber auch diese sanfte Treiben lassen in der Unendlichkeit der Möglichkeiten. Das sind einfach zwei verschiedene Facetten vom Leben und beides, wenn man möglichst viele davon in sich integriert, dann wird das Leben einfach viel reicher, gibt es einfach sehr viel. Günther, der gute alte Günther, er leibt und lebt in all seinen Farbenpracht. Außer, dass das schon eine Technik ist, die ich gerne anwende. Also ich mache erst Farben und dann mache ich diese Outlines von den Farben. Mache ich hier habe ich jetzt nur grob gemacht, kann man grob oder fein machen, wie man möchte. Aber dann mache ich die Outlines so mit einem Bleistift oder mit einem Fineliner oder mit auch Aquarell, aber dann sehr kräftige Farbe. Dadurch ergibt sich dann ein Bild. Also ich weiß eigentlich vorher nicht, was da genau passiert. Durchs Machen entsteht dann nachher ein Bild. Und dann gibt es die Möglichkeit, wieder das als Hintergrund zu benutzen und dann eine Figur drauf zu setzen. Hier in dem Fall habe ich irgendetwas
draufgesetzt, aber es ist wie so eine Kommunikation mit dem, was du nicht weißt. Eine ist das zu malen, was ich schon weiß, wo ich mir ein Tutorial angucken kann und dann sieht es halt irgendwie so aus, gell? Und das andere ist einfach mich auf das Unwissende einzulassen und dann sieht es irgendwie so aus. Next stop, Milano Main Station. Jetzt sind wir gleich da, mega geil. Günstig habe ich hier drauf geschrieben. Wieso günstig? Ja, man kann alles nehmen, ja. Man muss sich einfach nur entscheiden und ich habe mich dafür für günstig entschieden, weil ich habe gerne günstig, wenn es gut und günstig ist, ja. Das kommt immer wieder zurück. Metatons Cube. Ja. Hier auch das Gelb ist für mich Licht und das Grün ist Natur und das Ganze bringt einen gewissen Frieden. Und hier ist ein Haus. Im Frieden und im Licht zu wohnen. Aber hier auch wieder, der Prozess ist eigentlich das Wichtige. Aber irgendwas Leckeres nehmen wir sicher jetzt gleich in Milano. Vielleicht eine Brioche. No, claro, pero vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos. Muy bien, aquí estamos. Milano Centrale. Alle möglichen verschiedenen Kulturen treffen sich hier am Bahnhof. Hoppa. Läuft so viel von links nach rechts. Und man fragt sich, was passiert. Wir reisen durch einen unendlichen Bahnhof und sehen, was sich verbirgt. Hinter den Masken, hinter der Zeit. Connection mit anderen in dieser stressvollen Welt. Also es gibt so viel. Also, es gibt so viel. Hier, La Spezia. Das ist unsere Abteilung. Da müssen wir rein in diesen Zug. Und ich dazu, auch schon so Chips zu essen. Ja, gar nichts. Einfach, wieso nicht? Kann ich ja machen, wieso nicht? Aber wieso nicht, wenn ich die Frage habe, wieso nicht, die erklärt sich dann recht schnell, nachdem ich die Chips gegessen habe. Ja. Und dann ist wieder gut. Und während dem Essen ist auch nicht super. Überhaupt nicht super. Aber mal was anderes. Ne? Normalerweise, wenn mir nicht langweilig ist, esse ich keine Chips. Aber es ist für mich auch kein Comfort Food. Weißt du? Weil Comfort Food ist ein gut gekochtes Essen. Gründe dafür, warum die Dinger so beliebt sind, das hat ja jemand ausgerechnet. Ne? Das Verhältnis zwischen Fett, Salz und Zucker. Das ist Chips. Und das hat jemand ausgerechnet. Und also von der Kartoffel ist ja nicht mehr viel übrig da. Also kann man gar nicht mehr von Kartoffel reden eigentlich, von diesen hauchdünnen. Ja, und das ist schon, also da haben die Experimente gemacht, um die perfekte Formel zu finden, damit es abhängig macht. Das haben die an Ratten getestet. Um das rauszufinden. Ja. Funktioniert bei uns auch. Funktioniert hervorragend. Du musst ja nur mal in den Supermarkt gehen und gucken. Da ist ja teilweise vom kleinen Supermarkt, ja, ist ein Drittel Chips. Das muss man sich mal vorstellen, was das ausmacht, auch auf so Bewusstsein gesteuert wird. Von wegen, dass man dann so unterbewusst hast du ja dann ganz klar schon das Gefühl, okay, Chips ist wichtig. Wenn der ganze Drittel voll ist, dann gibt es ja unterbewusst sowieso die Message, korrekt, gut, richtig. Muss ja, weil es hat so viel Platz. Ist aber leider nicht korrekt. Go-to-Snack. Abgesehen von Früchten und so. Ja, Früchte. Klar. Aber sonst schwierig. Rain of Salt, Nummer 3. Wir fahren jetzt durch Italien und dann kann man natürlich schon sagen, guck mal da, das sieht aber scheiße aus. Und das sieht aber viel schlechter aus als in der Schweiz jetzt zum Beispiel.
Kann man schon sagen, aber meine Frage, die bei mir im Kopf dann aufgeploppt ist, war dann, wieso sagt man das denn viel schneller als irgendwas Gutes zum Beispiel? Wenn du jetzt was Negatives sagst, zum Beispiel, oh, das ist eine Ruine oder sieht nicht gut aus, dass sich dann das Ego gut fühlt, weil etwas ist kleiner als das Ego, das heißt, das Ego fühlt sich sicherer, größer, einfach in einer besseren Position, überlebenstechnisch eigentlich, also es ist eigentlich Überlebensangst. Ist das denn auch Ego, wenn jetzt positive Gedanken kommen, oder wie war das? Wenn jetzt zum Beispiel aus der Liebe heraus mit jemandem sprichst und sagst, boah, du hast ein tolles Kleid an. Wenn jetzt viel Ego hast, würdest du es vielleicht nicht sagen, weil das Ego dann denkt, oh, dann stehe ich schlechter da. Wenn ich jetzt sage, oh, da hast aber ein schönes Kleid an. Aber wenn du einfach so großzügig bist, dass du keine Angst hast, wenn du einfach keine Angst hast, das ist ja die Grundmechanik vom Ego. Wenn du keine Angst hast, dass du irgendwie stirbst quasi oder weniger wert bist, dann kannst du ja auch einfach rausgehen und sagen, hey, du bist klasse. Weil du bist dann nicht verbunden mit dem Ego. Du kannst einfach pur aus dem Abundance, aus der Liebe, aus der unendlichen Potenzial schöpfen und sagen, boah, guck mal, hast du eine klasse Cappy an. Die Farbe gefällt mir wunderbar, passt gut zu dir. Und das kann ich einfach sagen, ohne irgendeine Einbuße in meinem Ego zu haben. Das sind beides Worte, ja, aber das eine Wort, das kleiner machende Wort macht einen selber halt größer, das größer machende Wort könnte das Ego halt kleiner machen, wenn man im Ego ist. Wenn man in der Liebe ist, dann nicht. Dann macht sie die Liebe einfach größer. Je nachdem, wie du es siehst. Es gibt natürlich viele Perspektiven. Du kannst sagen, es ist schön und du kannst es sehen als Vergleich. Oder du kannst sagen, es ist schön und du kannst es sehen als Creation. Grundsätze komplett verschieden. Das eine ist Ego, das andere ist Liebe. Aber du sagst ja eigentlich die gleichen Wörter. Ja, du erschaffst einfach was, dadurch, dass du sagst. Aus der Liebe heraus, aus dem Nichts sozusagen. Nichts. Null, Zero. Naja, die Wohnung, die hab ich einfach entdeckt, online. Also ich war richtig im Delirium für 2 Tage wegen den Zahnschmerzen, weil die so richtig heftig. Und dann nach 2 Tagen ging es besser. War zwar immer noch nicht die Zeit, um aufzustehen und irgendwelche Abenteuer zu machen, aber grundsätzlich konnte ich schon mal wieder meinen Kopf irgendwie zusammenhalten. Und dann habe ich angefangen zu schauen, was gibt es denn so in der Region? Und dann gab es da mehrere Sachen, die ich mir angeschaut habe, aber die waren alle irgendwie so ein bisschen so, Und dann habe ich mir aber das angeschaut und das Foto gesehen und habe ich gedacht, ja, das muss ja irgendein Fehler sein oder so. Da habe ich irgendwie gedacht, das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Und dann bin ich hingefahren und dann habe ich es mir angeschaut und ja, hat gestimmt und dann kam eigentlich der schwierigste Part, nämlich sich dann voll dafür zu entscheiden, ja, dieses Risiko einzugehen. Es gibt keinen entscheidenden Punkt. Das ist halt das Ding. Wenn du in solchen Situationen bist, es gibt keinen entscheidenden Punkt. Du musst einfach springen. Die Frage interpretiere ich jetzt so, was war der Punkt, der mir die Sicherheit gegeben hat, die ich brauche, damit ich diese Entscheidung treffen konnte. Den gab es eben nicht, sondern bin einfach gesprungen. Weißt du, das ist grundsätzlich alles in dir sagt, was machst du da? Das macht dein ganzer Kopf, das macht keinen Sinn. Aber dann trotzdem zu gehen, das ist die Magic. Wo sind wir jetzt? Ronco Scrivia. Na, jetzt geht's langsam los. Jetzt. Die hohe Ebene ist jetzt dürre. Sind wir wieder in den Bergen gelandet. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur den eigenen Weg. Ne? Gute Frage. Ich hatte einen Traum und ich bin es war eine außerkörperliche Erfahrung. Das heißt, in der Zeit habe ich viel Luzid-Träumen geübt
auf der Basis von Die Kunst des Träumens von Don Juan. Mit diesen Übungen bin ich dann immer weitergekommen. Meine Träume wurden immer luzider, ich konnte immer mehr Sachen machen in den Träumen. Es ging über 2 Jahre, bis nachher zu dem Punkt, dass komplett Energiekörper ausgebildet war und ich mit meinem Bewusstsein da reingehen konnte, at will. Und eines Nachts bin ich dann halt eingeschlafen, also in den Energiekörper rüber gewechselt und habe dann gehört, wie ich anfange zu schnarchen und wie der Körper einfach steif wird und schläft. Und dann war ich komplett mit meiner Aufmerksamkeit in diesem Energiekörper und habe dann gemerkt, wie sich die Energie sammelt und hier oben ins Anyan-Chakra reingeht und dann dadurch, wie hier, durch so eine Tür in so einen fliegenden Raum. Und der fliegende Raum, der hatte so 180 Grad Fenster und die Fenster waren auf. Und vor den Fenstern war eine Landschaft, eine grüne Landschaft mit Bergen, richtig schön und es war nichts da. Und dann konnte ich mich entscheiden, bleibe ich jetzt in dem Zimmer, gehe ich zurück in den Körper oder gehe ich durch das Fenster in die Landschaft. Und den Körper kam ich ja gerade her, also brauchte ich jetzt nicht, aber die Landschaft gefiel mir, also habe ich gesagt, ich gehe in die Landschaft und in dem Moment, wo ich mich dazu entschlossen hatte, bin ich eigentlich auch schon mit meinem Energiekörper in der Landschaft gewesen und bin dann angefangen, da rumzulaufen. Bis ich dann irgendwann, ich weiß nicht, wie der zu Ende gegangen ist, der Traum, aber er war sehr bewusst bis zu dem Zeitpunkt. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich in den Spiegel geschaut und dann habe ich diese Beule hier gesehen. Ja. Bin da rein, habe mir den angeschaut und als ich da aus dem Fenster geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass das genau die gleiche Szenerie ist, wie die ich im Traum gesehen habe. Das ist jetzt aber schon 12 Jahre her, dass ich den Traum gehabt habe. Und nach diesem speziellen Traum, habe ich auch nicht mehr geträumt. Ist mir fast der Atem stehen geblieben, als ich diese Landschaft dann wieder gesehen habe. Und blieb mir eigentlich gar nicht viel anderes übrig, als auch mit allen Konsequenzen Ja zu sagen zu dem Ort und dem Mysterium. Was vielleicht noch wichtig ist, dass ich Angst hatte in dem Traum. Alles war komplett leer, da waren keine Menschen. Ich hatte irgendwie so eine Kontrolle über meine Energie und meinen Träumen entwickelt, dass ich halt Angst hatte, dass ich meine Freunde dahin nicht mitnehmen kann und dass ich da komplett alleine sein werde und hingehen muss. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach dem Traum, weil er so intensiv war, nicht mehr zu träumen. Ich habe mich dann darauf konzentriert, Energie zu investieren in die 3D-Welt stattdessen, sagen wir mal, in die Materie. Ja? Und da habe ich mich dann so lange jetzt darauf konzentriert, bis ich in der Materie mir diesen Raum irgendwie auch da hingekommen bin. Und, ja? Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder bereit, mehr zu träumen, aber auch gleichzeitig, so wie jetzt Videos, mehr zu machen in der Materie und die Materie zu formen. So bin ich nach Italien gekommen. Wirklich absolut gar keine Rolle, in welchem Zustand sich mein Bewusstsein befindet. Es spielt nur eine Rolle, wenn ich mir das von außen angucke, weil es befindet sich sowieso da, wo es sich befindet. Und was hat das für einen Grund, das zu fixieren? Und damit ich das jemandem kommunizieren kann, damit meins höher ist als seins oder was? Oder ist mein Bewusstsein ist da, wo es gerade ist. Ich kann mich aber auf andere Sachen konzentrieren, die dazu führen, dass sich mein Bewusstsein ausbreitet. Ich kann zum Beispiel neue Sachen lernen, ich kann zum Beispiel meditieren, ich kann zum Beispiel Atemübungen machen, ich kann zum Beispiel ordentlich trainieren. Und das verlegt natürlich zum Beispiel beim Yoga, wenn du dann in gewisse Posen reingehst, die du jetzt vorher zum Beispiel noch nicht konntest, dann bekommst du ein anderes Körpergefühl, respektive ein anderes Körperbewusstsein. Genauso kannst du dich mehr mit deinen Emotionen auseinandersetzen. Genauso kannst du dich mehr mit komplexen Gedanken, Algebra auseinandersetzen, damit dein Geist scharf ist. Genauso kannst du dich mit Geschicklichkeit, wo wir aber auch wieder im Körper werden, auseinandersetzen und da immer mehr Bewusstsein aufbauen, immer mehr einfach in diese Grace reinkommen.
So würde ich das beschreiben. Die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer, Passion, Spirit, also Leidenschaft, Geist, Kommunikation mit dem größeren Ganzen, Transformation. Wasser, die Emotionen. Erde, die Materie, Häuser, feste Sachen. Und Luft, die Mentalebene. Also da, wo die Ideen sind, ja, die nachher mit durchs Wasser in die Materie gespült werden eigentlich. Es steht, der Tropfen ölt den Stein. Hey, tipptopp, geiles Sieg, Mann. Das Ding, sogar Wasser drauf gekommen. Scheiße, muss ich aufpassen ein bisschen, ne? We didn't even have breakfast yet, Bruder. Mega geil. Ah, Idee. Aber ich will mehr. Ich brauche eine Flasche. Qualcosa in mente ci possiamo fare qua sempre, eh? Questa casa è per quello. Ok, ok. Esprimere un po' arte. Bello. Esprimere arte, idee, buona vibra, connezioni. Bello. Bellissimo. Ciò per cui vale vivere. Ciò per cui vale vivere e svegliarsi al mattino. Hier in dieser wunderschönen Oase. Du warst jetzt natürlich die ganze Zeit gefilmt, du warst natürlich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, aber was sind so deine ersten Eindrücke jetzt hier von diesem Ort, an dem dieses Kunstprojekt entsteht? Der Arthouse Spaghetti, Bruder. Frisches Wasser, das wir gerade getrunken haben. Natur, schöne Leute, schönes Dorf, liebevolle Menschen, die uns gerade begrüßt haben. Ja, ist schön. I like to be here to take a breath. My body, my mind. Beh, C'è il momento. ci hai accolto bene, Torriglia ci sta accarezzando con questa pioggia sottile. Capivo, invece sono selvatici, Sì. però sono tranquilli vicino alle case. Ok. Yay! Benvenuti! Anders so, ja. Und so ist auch bestimmt ein guter. Dann ist wahrscheinlich das Hellere besser, weil heller kannst du immer dunkler machen, aber dunkler kannst du nicht wirklich heller machen.